In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine Kugel filzt als Grundlage für unseren Puppenkopf Online-Workshop am 13. November. Und ihr braucht dazu so 40 bis 50 Gramm Stopfwolle, dann einen Stock, der sollte möglichst gerade sein und 40 cm lang und 1 bis 1,5 cm im Durchmesser haben. Dann braucht ihr ein Maßband und Filznadeln in 3 Stärken, also grob, mittel und fein. Und eventuell einen Filznadelhalter, wenn ihr einen zur Hand habt. Und wir beginnen damit, dass wir als erstes unsere Wolle in Streifen reißen, mit denen wir dann später die Kopfkugel wickeln. Also nehmt euch hier einfach immer so ein Stückchen Wolle und reißt euch das ab. Das funktioniert mit dem Vlies ganz gut. Es ist auch in eine bestimmte Richtung gesponnen. Das heißt, wenn ich in diese Richtung versuche zu reißen, geht das nicht. Da habe ich nur Flocken. Und in diese Richtung geht es ganz leicht. Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr das von der Seite anschaut. Das ist so ein bisschen in so verschiedenen Lagen gelegt. Und parallel zu den Lagen reißen wir die Streifen ab. So, und ich starte jetzt, indem ich mir einfach einen dieser Streifen nehme und mit denen hier möglichst fest um den Stock wickel. Und dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr schön eng fasst, weil wenn ihr zu weit fasst, dann zieht ihr euch die Wolle so auseinander. Und das wollen wir natürlich nicht, sondern die Streifen sollen Streifen bleiben. Also wickelt euch das schön eng hier einmal um den Holzstock herum. Und jetzt nehme ich mir eine einzelne Filznadel, und zwar die gröbste Stärke, die ich habe, und beginne mir das hier fest zu filzen. Und zwar filze ich immer am Stock vorbei, weil wenn ich so auf den Stock drauf filze, komme ich erstens nicht so tief in die Wolle rein und zweitens bricht mir die Filznadel möglicherweise ab. Deswegen immer so schräg am Stock vorbei filzen und möglichst tief in die Wolle rein. Wenn ihr keinen Filznadelhalter habt, sondern mit einer losen Filznadel filzt, das ist kein Problem, aber dann empfehle ich euch immer, den Finger hier ein bisschen vorne an der Nadel zu haben, damit die nicht so leicht abbricht. Gerade später, wenn wir die mittlere und feinere Stärke benutzen, ist es hilfreich, die so leicht zu stabilisieren. Schaut, dass ihr auch direkt hier am Stock filzt, damit ihr wirklich das Innere ein bisschen fest bekommt. Ja, wenn ihr den ersten Wollstreifen rundum fixiert habt mit der Filznadel, dann könnt ihr den zweiten drum wickeln. Und auch den fixiere ich mir wieder mit der Filznadel. Wenn ihr einen Filznadelhalter habt, dann könnt ihr auch hier jetzt den Filznadelhalter zum Einsatz bringen. Dann beschleunigt ihr das Ganze ein bisschen. Falls ihr keinen Filznadelhalter habt oder nur einen für sehr feine Filznadeln, dann könnt ihr auch 2 Filznadeln einfach in die Hand nehmen. Auch dadurch kriegt ihr das ein bisschen schneller zusammengefilzt. Wenn ihr merkt, ich komme hier gar nicht mehr so richtig gut rein mit den Nadeln, dann könnt ihr wechseln zu der mittleren Stärke, also den etwas feineren Nadeln. Und dann werdet ihr merken, dass ihr viel leichter wieder in die Wolle reinkommt. Das heißt, die groben Filznadeln sind wirklich nur für den Anfang, wenn die Wolle noch sehr fluffig ist, um die zu verdichten. Und sobald sie ein bisschen dichter ist, ist es besser, die mittleren zu verwenden, weil man da viel leichter einstechen kann. Und die Wolle damit dann auch noch mal feiner verfilzt wird. So, weiter geht's mit dem dritten Streifen. Grundsätzlich ist es so, je fester ihr den Kopf macht, desto stabiler und langlebiger ist er auch. Das heißt, es lohnt sich, die Zeit zu investieren, die Wolle wirklich fest zu filzen, auch weil es danach leichter wird, das Gesicht aufzumodellieren, wenn ihr einen festen Untergrund habt. Wenn die Kopfkugel zu weich ist und ihr anfangt, das Gesicht aufzumodellieren, drückt ihr euch das immer wieder ein und habt dann umso mehr Arbeit beim Ausformen des Gesichts später. So, jetzt nehme ich meinen vierten Streifen. Und so arbeite ich mich jetzt Streifen für Streifen weiter vor, bis mein Kopf die richtige Größe hat. Und wenn eure Kugel ungefähr die Größe eines kleinen Apfels hat, dann könnt ihr mal nachmessen. Und zwar wollen wir für den Workshop einen Umfang von 22 cm haben. Und der sollte sowohl horizontal als auch vertikal gemessen werden, damit die Kugel auch gleichmäßig ist.
Lasst euch nicht irritieren, hier im Video, die Kugel ist größer, die ist für eine größere Puppe, aber für den Workshop wollen wir mit 22 cm Umfang arbeiten. Ja, und wenn eure Kugel passt, dann könnt ihr die Oberfläche nochmal mit den feinen Filznadeln etwas glätten. Und ansonsten sind wir jetzt hier fertig mit unseren Vorbereitungen für den Workshop und ich freue mich ganz doll, im November denn das Gesicht mit euch dran zu filzen.